Gefürchtet war er schon immer und ist es bis heute. Denn er kommt überraschend wie aus dem Nichts. Im Wald ist er zu Hause, aber Beute sucht er auch auf Höfen und den Dörfern. Der Habicht, Hühnerhabicht, gehasst und verfolgt über die Jahrhunderte. Der hohe Habichtswald, der Hausberg der Stadt Kassel. Er ist fast so groß wie die Stadt selbst. An seiner Ostseite lehnt sie sich an ihn an. Diese Nähe ist es, die ihn formte. Natur gab er den Städtern einfach so. Holz, Stein und Kohle haben sie sich genommen. Der Habichtswald wurde geplündert und verwundet. Aber auch geschenkt hat man ihm etwas. Ein Kunstwerk, das seinesgleichen sucht in der Welt. Geliebt, geschunden und verziert. Der hohe Habichtswald. Ob der Greifvogel ihm seinen Namen gab? Möglich, doch alte Quellen schweigen. Wenn er sich an eisigen Januartagen als Zauberwald zeigt, lieben alle Kasseler ihren Habichtswald, ohne Ausnahme. Zu Eis erstarrt der Silbersee. Wie schön muss es erst im Sommer hier sein, am kleinen, lauschigen Badesee. Doch derzeit ist der Spaß woanders. Hohes Gras, so heißt der höchste Punkt im Habichtswald. 615 Meter hoch und obendrauf ein Turm. Hier ist Kassels Skizirkus zu Hause. Das ist die Piste Nummer 1 der Kasseler und Kasseläner. Hier wedeln sie und jagen den Hang hinunter. Bequem geht es Minuten später wieder hinauf. Das Vergnügen ist leider sehr übersichtlich. Er ist sehr kurz, aber wenn man nichts anderes hat, dann nimmt man den gerne mit. Ne? Ein Abhang, eine Kurve und noch ein langer Auslauf, das war's. Aber was wären die Alternativen? Wenn man nach Willingen fährt, dann muss man 50 Kilometer fahren oder weiter, ehe man da ist. Und hier hat man es vor der Tür. Es ist schön nah an Kassel, man kann mit öffentlichen Verkehrsmitteln hierher fahren. Und das ist eben ein großer Vorteil. Milan macht heute erste Stehversuche auf Skiern. Und? Schon mal hingefallen? Mehrmals. Schon einmal habe ich habe schon 3-mal extra gemacht. Warum denn sowas? Um Aufstehen zu üben. Die Skisaison in Kassel ist meist nur kurz. Tage wie diesen am hohen Gras muss man einfach genießen. Ein grauer Märztag im Habichtswald. Überall im Wald kreischen jetzt die Sägen. Erntezeit für Bäume. Gemächlicher und leiser geht es bei Kerstin Wippke zu. Mit einem PS namens Nanuk zieht sie die Buchen aus dem Wald. Arndt Kaufeld ist hier Revierförster. Er erkundigt sich heute nach den Fortschritten bei der Arbeit. Ja, heute ist es ein bisschen frischer, aber dafür regnet es nicht und das ist doch für uns zum Arbeiten gutes Wetter. Ja. Wie geht's voran? Ja, ich denke, es klappt ganz gut. Ich denke, wir haben noch so 2 Tage, dann müssten wir fertig sein, dann kann die Maschine kommen. Super, gut. Lässt sich gut rücken? Heute Ja, ist okay? ja, Nicht heute zu ist, stark? heute ist okay, ist von Dimensionen her in Ordnung, Abstände sind in Ordnung von den Gassen, Wetter passt, alles gut soweit. Schön. Die Pferde sind schon auch ein Teil dieses Prozesses hier, des Arbeitsprozesses. Wir bringen praktisch die schwächeren Stämme an die Rückegasse und dann wird es im Prinzip, wenn das Wetter es dann auch zulässt, in einer relativ schnellen Art und Weise dann mit dem Rückgeschlepper und dem Rückezug rausgebracht. Das hat den Vorteil, hier kann ich halt bei schlechter Witterung im Prinzip mit dem Pferd arbeiten, mache keinen Schaden.
Das liefert es vor. Und wenn dann die Witterung so gut ist, dass ein Schlepper fahren kann, ohne dass er große Schäden machen kann oder einen Rückezug, dann wird das Holz aufgenommen und entsprechend an den Weg transportiert. Die schweren Maschinen hinterlassen oft tiefe Furchen im Waldboden. Nicht so das Rückepferd. Sanft gleitet der Stamm auf dem welken Laub. Gut gemacht. Und schon steht Nanook. Wie viele Kommandos versteht eigentlich so ein Rückepferd? Also H ist links, Hotti ist rechts. H rum bedeutet eine Rückhandwendung nach links. Hotti rum ist nach rechts. Okay ist vorwärts laufen. Jetzt reichen meine Finger gar nicht mehr. Zurückgehen ist zurück. Brr ist anhalten. Und wenn er von all dem nur ein kleines bisschen machen soll, dann heißt das etwas. Also 8. Ein eingespieltes Team. Und Nanook hört aufs Wort. Langsam. Hotti. Brr. Brr. Mach langsam. Oh oh, vielleicht braucht er jetzt doch mal eine Pause. Nach 3 bis 4 Stunden ist bei ihm die Konzentration genauso erlahmt, wie wenn wir 3 bis 4 Stunden einen Vortrag zuhören müssten, dann wären wir auch nicht mehr aufnahmefähig. Und genauso ist das beim Pferd. Die vielen Kommandos im Kopf zu verarbeiten und umzusetzen, das ist das Anstrengende fürs Pferd. Der größte Teil der Holzernte wird heute mit Maschinen erledigt, für die nur wenige Leute gebraucht werden. Im Nu ist ein Stamm, sind viele Stämme verarbeitet. Manchmal und immer häufiger trifft man aber auch auf eine besondere Spezies im Wald, die Holzmachen eher als Sport versteht. Stefan Weyrich besorgt sich seit langem den jährlichen Bedarf selbst. Für mich ist das halt eben hier wie Urlaub, auch wenn das für viele vielleicht nicht nachvollziehbar ist und wenn meine Stimme im Moment so ein bisschen außer Puste ist, ist es ganz normal, aber man teilt sich das über mehrere Stunden hier im Wald auf und wie gesagt, der andere, der sammelt Briefmarken oder hat irgendein anderes Hobby und der freut sich daran. Für mich ist das hier die schönsten Wochen im Jahr. Ich um mein Holz. Du kannst es verbrennen, du kannst es sägen. Ich um mein Holz. Ja, wenn du es verbrennst, dann spendet es Wärme. Ich um mein Holz. Aber wenn du es sägst, dann nicht. Und jetzt mal alle in das Wort, ja? Ich um mein Holz, ich um mein Holz. Die Profis im Habichtswald kümmern sich heute nicht ums Kleinholz. Wie viel wird dieser Buchenstamm wohl bringen? Okay, jetzt gehst du einfach mal lang und misst mal die Länge. Wie man das ausrechnet, zeigt der Förster seinem Praktikanten Christoph Germeroth, der ein freiwilliges ökologisches Jahr im Forstamt absolviert. Erstmal die Länge und dann? Der Durchmesser wird jetzt genau in der Mitte genommen und dann mit dem Durchmesser und der Länge kann man dann das Volumen des Stamms ermitteln. Man sieht, der hat hier 64. Ja. Und 57, also durchaus ein richtig eiriger Stamm. Und dann nehmen wir jetzt im Prinzip das Mittel. Das wären dann 1 oder 60,5, dann rundet man ab, sind wir bei 60. 60. Ja? Also das schreiben wir jetzt vorne auf den Stamm. Zwischen 300 und 500 € wird die Buche bringen. April. Die Bäume sind noch kahl, aber die Tage werden wärmer. Diese Zeit nutzen sie zu Tausenden. Buschwindröschen, Veilchen, Lerchensporn und Scharbockskraut. Nur jetzt, solange noch kein Laub die Sonne abfängt, haben die Pflänzchen am Waldboden die Chance, genügend Licht zu tanken. Auch der giftige Seidelbast ist unter diesen Frühblühern. Die Winterjacken sind schon wieder eingemottet. An der Hessenschanze begrüßen die Kasseler den Frühling im hohen Habichtswald mit Himmelsschlüssel und Co. Habichtswald. Der Name steht aber nicht nur für den Berg im Westen der Stadt, sondern auch für eine ganze Region.
Der Naturpark Habichtswald dehnt sich aus bis Bräuna und Wolfhagen im Westen und bis Gudensberg im Süden Kassels. Freunde mittelalterlicher Gemäuer, die im hohen Habichtswald vergeblich danach suchen, kommen im Naturpark auf ihre Kosten. Die Weidelsburg etwa ist Nordhessens größte Burganlage und Wahrzeichen des Wolfhager Landes. Auch im Naturpark das Rokokoschloss Wilhelmsthal. Es wetteifert mit der Kasseler Wilhelmshöhe. Zu einem der beliebtesten Ausflugsziele im Naturpark Habichtswald kommt man mit der Bahn von Kassel aus in etwa 20 Minuten. Dann ist sie in Zierenberg am Dörnberg. Die charakteristische Buschlandschaft haben Generationen von Ziegen und Schafen zu verantworten. Bekannt ist der Dörnberg besonders als Fliegerberg. Auf dem weiten Grasplateau starten an schönen Wochenenden die Segelflieger in den Himmel. Anfang der 20er Jahre, kurz nach der Wasserkuppe in der Rhön, hatte der Sport auch Nordhessen erobert. Mitflieger sind willkommen, selbst steuern darf man ein Segelflugzeug übrigens schon ab 14. Ende Mai. Das Naturparkzentrum Habichtswald hat für heute eine Frühlingswanderung auf dem Dörnberg angeboten. Christine Hofmeister kennt viele Geschichten über den Muschelkalkberg und seine Bewohner. Aber genau aufpassen muss man schon. Hier am Dörnberg sieht man jetzt die Ziegenherde. Das sind ungefähr 200 Ziegen, die ihr Quartier in Zierenberg haben und die hier im Sommer am Dörnberg in so mobilen Pferchen diese Steilhänge abgrasen. Die geben nur Milch für ihre Jungtiere, aber die werden nicht gemolken. Das ist eine Fleischrasse und unten in Zierenberg kann man auch entsprechende Produkte, Fleisch, Wurst kaufen. Käse nicht. Kein Ziegenkäse? Nee, die geben ja keine Milch für die Milchverarbeitung. Eben, wie gesagt. Eine typische Orchidee des Dörnbergs ist das stattliche Knabenkraut. Und natürlich steht es unter Naturschutz. Aber eine Blüte muss die Schöne heute opfern. Zeig das mal. Und zwar für ein Experiment. Das will ich jetzt gerade mal demonstrieren. Mal gucken, ob es klappt. Ich krabbel jetzt hier rein. So, und da habe ich so ein Paket gefangen. Das hat so ein kleines Stielchen da dran. Und so eine Haftscheibe und bleibt am Bleistift kleben. Wer mag, kann sich das auch noch mal, ich habe eine Lupe dabei, noch mal irgendwie aus der Nähe angucken. Alles gedacht und man wollte nicht. In Natura krabbelt natürlich ein Insekt in die Blüte, das Pollenpaket bleibt auf dem Kopf kleben und das Erbgut wird so über den Dörnberg verteilt. Vermehrungstricks bei Orchideen. Und wieso heißt der Dörnberg Dörnberg? Das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Vielleicht wisst ihr das, Dörnberg, woher der Name kommt? Nee, kann man konkret nicht sagen. Muss ich leider passen. Dörnberg, irgendwie wie ein Dorn. Das könnte sein, dass das wie ein Dorn in der Landschaft aussieht und deswegen nennt man es Dörnberg. Die dornigen Sträucher, die die Weidetiere verschmähen, sind jedenfalls nicht Namensgeber, sondern wahrscheinlich ein uralter Ortsname, der im Mittelalter zu Dörnberg mutierte. Die letzte Station, ein alter Hutebuchenwald. Um sie als Hutebuchen nutzen zu können, hat man sie dann auf Höhe von 3 Metern geköpft, sodass die Krone sich möglichst breit ausbreitete und hier eben so diesen kleinen Wald, diesen Schattenplatz geschaffen hat.
und gleichzeitig, dass die Schweine sich hier satt fressen konnten. Schweinemast im Wald, lang ist's her. Heute verirrt sich höchstens mal ein wilder Verwandter in den alten Hutewald. Noch ein Blick auf die markanten Basaltspitzen des Dörnbergs, die Helfensteine. Und dann geht es vom Naturpark erst einmal zurück in den eigentlichen Habichtswald zu einem ganz besonderen Einsatz. Ende Juni, jetzt wird es höchste Zeit. Förster Kaufeld und Praktikant Germeroth haben sich mit Thomas und Andreas Weiß verabredet. Und die suchen jeden Sommer immer nur das eine: junge Sperber. Heute, so meint Thomas Weiß, müsste der richtige Tag gekommen sein. Da oben hast du. Ja. Genau. Müsste auch genau passen mit dem Alter von den Jungen. Die Kalkspritze, die Weide, die Größe müssten ca. 14 Tage alt sein. Ja. Und hier habe ich Federn gefunden. Vom Buntspecht. Genau, da hat er Buntspecht geschlagen und an die Jungen verfüttert. Ja, Hammer. So, wollen wir mal hochklettern und gucken wir mal, ob die Jungen noch drin sind. Wir klettern? Nein, das heißt natürlich Andi klettert. Andreas Weiß muss hoch auf die Fichte. Das geht aber nur, wenn auf einer Seite des Baumes die toten Äste komplett ab sind. Und das ist zeitraubend. Aber schließlich ist er oben und im Nest hocken kleine weiße Federknäule. Andi, wie viel sind's? Sehr schön. Ja, das ist die minimale Gelegegröße. 4 bis 6 sollte er immer haben. Thomas Weiß hat sich vor vielen Jahren auf den Sperber spezialisiert. Die Jungvögel sollen beringt werden und dazu müssen sie runter von der Fichte. Im Leinenbeutel schweben die kleinen Greife nun vom Baum, auf dem sie vor 14 Tagen aus den Eiern geschlüpft sind. So, kannst du mir noch ein Stück Schnur geben? Der Sperber ist sozusagen die Miniaturausgabe vom Habicht, quasi dessen kleiner Bruder. Diese sind fast die letzten, die in diesem Jahr beringt werden. Spät haben die Vögel mit der Brut begonnen. Und wofür macht man das jetzt, das Beringen? Wofür ist das gut? Durch die Beringung kann man quasi dann den Lebensweg von den Vogel genau nachvollziehen. Wann ist er geboren, wo lässt er sich mal nieder, wo brütet er, macht er Partnerwechsel, wann stirbt er, vielleicht auch wie viele Junge hat er alles. Und gerade auch jetzt durch das Besteigen und die Beringung weiß man auch genau, wie viele Junge drin sind. So von Boden aus jetzt nur die Jungzahl bestimmen, ist fast unmöglich in so einem Wald. Aber das stört die kleinen Jungvögel jetzt nicht, dass wir die hier aus dem Nest holen? Die stört das gar nicht. Bei Vögeln ist der Geruchssinn unterentwickelt, nicht wie bei Säugetieren. Und dann kann der angefasst werden und gemacht und macht den Altvögeln gar nichts aus. Halt mal bitte. Macht nichts. Der schnappt nicht mit dem Schnabel, macht höchstens mal mit den Beinen. Und jetzt hat man hier den genauen Vergleich. Großer Fuß, kleiner Fuß, dünner Fuß, dicker Fuß. Das sieht schon hier in der gesamten Größe wesentlich größer und das ist Weibchen. Und das ist auch der große Geschlechterunterschied, Männchen-Weibchen. Der ist doch enorm beim Sperber. Ich glaube, ein Sperber sogar größer wie bei allen anderen Greifvögeln. Jetzt hast du einen Top-Zeitpunkt genau, abgepasst. 14 Tage oder was, alt, ne? ja. So wie sie sein sollten, dass man das Geschlecht schön erkennt und sie sind noch klein genug, um nicht rauszupfen. Also wären sie jetzt eine Woche älter, 7, 8 Tage, dann wird es schon kritisch, dann wollen sie runterhupfen, wenn man hochgeht. Und das ist jetzt der optimale Zeitpunkt eigentlich. Jeder kleine Sperber bekommt nun seinen individuellen Ring. Männchen einen kleinen, Weibchen einen größeren. Das ist schon Endgröße praktisch des Fangs, ne? Mit 14 Tagen sind die Fänge so ziemlich in der Originalgröße, wie sie werden. Die werden jetzt nicht mehr größer. Oh. Und jetzt aufpassen, der Ring sollte geschlossen sein, nicht auf. Ja. Und auch schön quasi glatt sein, kein Übergang, nichts. Ja, okay. Da. Messerscharf. Und deswegen auch, wie gesagt, Grifftöter, wenn er einen Vogel hat und zusammenmacht durch die Langkrallen, ist meistens dann der Vogel schon Wahnsinn. tot. Wo ist jetzt das Männchen? Ach, da hast du. Ich hab's in der Hand. Aber lass mich nicht los. Ich verliebte mich. Unten scherzen sie.
Andreas ist lieber oben auf dem Baum geblieben, denn gleich wird er da wieder gebraucht. Und das wird dann jetzt ins Buch eingetragen und geht an die Vogelwarte. Und wenn irgendjemand den Vogel, den Ring findet oder ablesen tut, der meldet das dann der Vogelwarte und die gibt dann mir Bescheid. Und dann kann man den Lebensweg von dem Vogel dann verfolgen. So, Andi, kannst wieder hochziehen. Mit dem Ring am Fuß werden die kleinen Sperber von nun an also im Dienste der Wissenschaft stehen, wo auch immer sie ihr Weg hinführt. Hier sind dann sämtliche Vögel. Der Vogel geht jetzt auch weit weg von dem Bereich hier, wo wir ihn beringt haben. Der weiteste Fernfund bis jetzt, der kam mal aus Frankreich, von einem kleinen Sperber. Von hier? Also von kam hier aus der Region? Habichtswald ist in Frankreich dann tot gefunden worden. Mhm. Herzlichen Dank, dass wir dabei sein konnten. Alles klar. Bis zum nächsten Jahr. So machen wir uns das. gerne wieder dabei zu sein. Okay. Tschüss. Tschüss. Danke. Schönen Tag noch. Tschüss. Ciao. Ja, Hobbys können schon sehr, sehr spannend sein. Ein Wildschwein verzieht sich lieber, denn noch ein anderer streift durch den Wald. Sein Ziel? Ein tiefes Loch am Waldrand und seine Bewohner. Die Vorbereitungen für seinen Ausflug hat er schon gestern getroffen. Der Tierfilmer Wolfram Schmidt hat den Platz erreicht. Rechtzeitig muss er im Tarnzelt sein. Wenn er zu spät kommt, vergrault er seine nachtaktiven Objekte. Filmen kann er sie überhaupt nur, wenn die Tage lang und die Nächte kurz sind. Also am besten bis Mitte, Ende Juni. Die Geduld, die braucht man beim Tierfilmen immer. Ohne Geduld kein Erfolg. Jetzt kann es dauern. Lange sitzt er so oft im Zelt, allein, nur mit den Stimmen des Waldes. Und da sind sie endlich, die Räuber mit der Maske. Dachse. Wolfram Schmidt sind solche Aufnahmen schon mehrfach gelungen. Aber warum ausgerechnet Dachse? Weil das eine Tierart ist, die also relativ schwierig zu filmen ist. Der Dachs ist ja ein absolutes Nachttier, dämmerungsaktiv, am Tage schläft er. Und es kommen nicht allzu viele Dachse vor. Deshalb interessiert mich diese Tierart schon ganz besonders. Aber nicht nur die Dachsfamilie, viele andere Motive hat der Naturfilmer im Habichtswald schon vor der Kamera gehabt. Etwa den Besuch einer Hummel im seltenen, großblütigen Fingerhut. Die scheue Wasseramsel und sogar eine Eisvogelverlobung. Ein kleiner Fisch als Geschenk. Die Früchte seiner stundenlangen Warterei zeigt Wolfram Schmidt gerne bei Vorträgen in der Region, mit den dazugehörigen Anekdoten natürlich. Denn nicht immer ist alles so gelaufen, wie er es sich gewünscht hatte. Ein besonderes Erlebnis, was mir so spontan einfällt: Ich habe an einem Dachsbau mal Pflaumen und Rosinen verteilt. Das sind Leckerbissen für Dachse. Und habe gehofft, dass sie damit früher, also bei besserem Licht, rauskommen. Als ich angesessen habe und darauf gewartet habe, kam ein Fuchs und hat die Pflaumen und Rosinen einzeln aufgepickt, sodass für die Dachse nichts mehr übrig blieb. Ein frecher Dieb. Aber jetzt will Wolfram Schmidt wieder seine Ruhe haben und noch eine Weile ansitzen. Also viel Erfolg. Wo diese Truppe auftaucht, sind Dachs, Reh und Wildsau schnell verschwunden. Der Lärm der Freischneider treibt alle in die Flucht. Praktikant Christoph Germeroth soll lernen, wie man es richtig macht. Welche Bäume werden gefördert, was kann weg und warum? Förster Arndt Kaufeld erklärt den Der Hermann hat jetzt hier vor allem
die Eichen freigestellt. Siehst du die Birken, die er rausgenommen hat. Die Birken haben halt so eine Dynamik jetzt, weil es Pionierbäume sind, dass er halt die Bäume, die wir hier gepflanzt haben, auf einer Freifläche, die durch den Wind entstanden ist, auch bedrängen. Und jetzt ist halt so ein Zeitpunkt gekommen, wo du einfach eine Regulierung machst, welche Baumarten du fördern willst. Ja. Gibt es denn jetzt was, worauf er achten muss, wenn er hier freistellt? Ja, Hermann, du hast so ein bisschen das Gefühl, ne, dafür, dass du nicht zu viel freinimmst. Ja, da ist die Eiche, die muss ich noch da freistellen. Die ist noch ein bisschen eingewachsen, dann kommt der Arm, muss da noch weg. Dass wir die schön freistellen, dass die Licht hat, dass die wachsen kann. Ja, sehr schön. Ja. Genau so. Prima. Einen besonderen Baum will der Förster noch zeigen. Als Paradebeispiel sozusagen. Komm her, Christoph. Ja. Ja, aber die Kirsche, ne? Die haben sie freigestellt. Siehst du, hier haben sie relativ viel frei geschnitten. Und was du auch siehst an der Kirsche, was fällt dir hier auf den ersten 4, 5 Meter? Ja, ich würde mal sagen, die wurde geastet. Genau. Ja. Die Kirsche wurde geastet, weil die ihre Totasterhalter ist. Deswegen wurde die praktisch mit der Säge entastet. Und die hat jetzt hier schon mal 3 Meter astfreien Stamm, also das Holz, was wir haben wollen. Ja. Und die kann man jetzt in diesem Stadium auch komplett freistellen. Also die braucht jetzt wirklich auch Wuchsleistung, eine freie Krone. Und das haben sie wunderbar gemacht. Das ist ein ganz tolles Exemplar. Ja. Hättest du Kirsche hier im Wald vermutet? Nee, eher nicht. Für was wird die jetzt dann genutzt? Später mal. Ja, ist ein super teures Holz. Also wenn der Markt es fragt, wird es auf Versteigerung praktisch werden die Bäume verkauft. Und die bringen bis zu 2.000, 3.000 Euro der Festmeter. Ja, Ein deutlicher Unterschied zur Buche, die nur knapp 100 Euro pro Festmeter bringt. Dann werden die Sprühdosen umgeschnallt, nicht unbedingt ein gutes Zeichen für Bäume. Im Sommer wird die Ernte für den Winter vorbereitet. Bäume auszeichnen, so nennt das der Förster. Aber das ist keine Ehre, sondern ein Urteil. Den Kopf im Nacken, den Blick in die Kronen gerichtet, muss nun beurteilt werden, was bleiben soll und was gefällt werden wird. Bei jeder Entscheidung kann es um viel Geld gehen. Der Förster bezahlt für sein Urteil mit Nackenschmerzen. Der Schrägbalken am Stamm ist das Zeichen für die Holzfäller im Winter. Nicht allein der Förster stellt Ansprüche an den Wald. Holz ist nur das eine. Alles Mögliche wurde in Kassel gebraucht, auch Steine, Kohle, Wasser. Der Habichtswald lag vor der Haustür und so grub der Steinehunger bis vor wenigen Jahren noch tiefe Löcher in die Landschaft. Auch der kleine Silbersee, der sich im Winter noch als verlockendes Ausflugsziel für den Sommer anbot, ist nur ein wassergefülltes Abbauloch, zudem völlig verkrautet und zum Schwimmen überhaupt nicht geeignet. Schade eigentlich. Sogar einen adligen Steinbruch gibt es im Habichtswald, jedenfalls einen mit landgräflicher Geschichte. Hier wurde vor mehr als 300 Jahren Tuffstein aus der Wand gebrochen. Für die Pyramide, auf der Kassels Wahrzeichen der Herkules steht. Rohstoffe einerseits, aber auch Weideflächen wurden gebraucht. Für das Kasseler Vieh mussten Teile des Waldes weichen. Nur fällt es schwer, in der romantischen Sichelbachhute hinter dem Herkules auch einen Schaden am Wald zu sehen. Noch heute grasen genügsame Rinderrassen wie Galloways und Highlander auf dem weiten Grasland der alten Huteweide. Gut, ich bin hier groß geworden, also ich bin Habichtswaldkind, sage ich mal, Ausläufer des Habichtswaldes. Und er hat
immer so eine Besonderheit gehabt, weil er sehr viele Wechselbereiche hat mit Wald, Offenland. Und das, finde ich, zeichnet ihn aus und das erfreut mich eigentlich auch wieder. Ich freue mich, wenn ich in den Wald reinfahre, ich freue mich aber, wenn ich wieder eine Lichtung sehe oder eine Wiese. Und das hat schon einen besonderen Charakter. Das kann ich einfach auch genießen. Ja. Und also für mich ist es ein Traum. Auch das Militär nagte am Habichtswald. Kassel war lange Garnisonsstadt. Übungsgelände für Panzer wurde gebraucht. Anfang der 90er Jahre verschwand die Bundeswehr aus der Stadt. Die Spuren aber sind geblieben. Viele alte Wunden in der Landschaft sind kaum noch sichtbar. Längst hat der Wald sie wieder bedeckt. Alle Steinbrüche im Hausberg der Kasseler sind mittlerweile aufgegeben. Die jahrhundertelang abgebaute Braunkohle wird seit 1965 nicht mehr aus den Tiefen des Berges geholt. Außer ein paar versteckten Stolleneingängen ist vom Kohlebergbau nichts mehr übrig. Wobei, naja, nicht ganz. Am Eingang zur Zeche Herkules, da rauscht doch was. Es ist das Grubenwasser, das hier durch einen Stollen fließt, und das wird immer noch gebraucht. In einem vor vielen Jahrzehnten eigens angelegten Graben leitet man es seither in den Aschsee. Und dieser wiederum versorgt im Sommer nach wie vor den romantischen Teil der Wasserspiele im Bergpark Wilhelmshöhe. Weltkulturerbe seit 2013. Mittwochs, sonntags und an Feiertagen ziehen die Wasserspiele im Sommer Besucher aus aller Welt in ihren Bann. Mit diesem Kunstwerk verzierten die Landgrafen von Hessen-Kassel den Habichtswald an seiner Stadtseite, weithin sichtbar gekrönt vom Herkules. Freizeitgestaltung wurde im Laufe der Zeit immer wichtiger für die Stadtmenschen. Aus alten Weideflächen beispielsweise machte man einen weitläufigen Golfplatz. Markante Bäume wurden in die Anlage integriert, wie diese uralte Hutebuche, der vielleicht älteste Baum im Habichtswald. Etliche dieser Zeugen einer historischen Form der Landwirtschaft, bei der die Nutztiere zur Mast in den Wald getrieben wurden, finden Naturfreunde noch heute an vielen Stellen. Als Ausflugsziel der Großstädter ist der Habichtswald ideal gelegen. Zum Chillen oder Austoben, zum Wandern, Walken, Radeln, zum Gassi gehen, jeder nach seinen Bedürfnissen. Entdeckungen sind möglich. Versteckt im Wald steht diese Basaltwand, Teufelsmauer genannt, und zur Weitsicht laden Aussichtstürme ein. Zur Kaiserzeit waren sie sehr beliebt. Hier der Bismarckturm. Seit einigen Jahren gibt es oben am hohen Gras auch einen Klettergarten für persönliche Grenzgänge, Mutproben in bis zu 12 Meter Höhe. Auch mit Turm Elfbuchen, so heißt das älteste Ausflugslokal im Habichtswald. Ganz unverzichtbar für alle Städter sind solche Einkehrmöglichkeiten. Dieses Gasthaus betreibt von Anfang an, seit 1879, die Familie Fischer. Hallo, danke Lisa, danke schön. Lisa, die Tochter, findet ihre Mutter wieder einmal beim Stöbern.
in guten alten Zeiten. Opa, wie alles so angefangen hat. Das alte Elfbuchenhäuschen im Sommer. 1929. Ja, schon hat ein Opa bisschen her. alles so gesammelt. Skiabfahrt. Schön aus dem Turm. Da sieht man auch die ganzen Bäume, wie sie noch hier drum standen. Genau, bis zum Haus. Genau. Nur dazu mal. Elfbuchen. Woher stammt eigentlich der Name des Hauses? Ja, genau, auch hier drin. Das war Anfang ein Ausflugsort der Kaiserin, ganz früher. Da ist sie mit Pferd und Wagen und der Kutsche hier hochgefahren und auf einem freien Platz waren 11 Buchen. Und der Platz ist wirklich einmalig von der Ruhe. Und die Buchen waren noch ganz klein, man hatte einen freien Ausblick auf die Stadt Kassel. Da gab es ja noch kein fließend Wasser, wir haben eine eigene Quelle, es gab keinen Strom, keine Zufahrtsstraße. Die Urgroßeltern haben damals mit Pferd und Wagen und der Kutsche die Waren hier hochgefahren. Und wenn die Großeltern hier oben waren, haben sie auf den Turm die Fahnen hochgezogen und dann wussten sie in Kassel, okay, wir können jetzt mal eine Wanderung starten zu den 11 Buchen. Lisa Fischer will das Traditionshaus im Habichtswald weiterführen. Die Artikelsammlung soll noch wachsen. Bis zum Haus. Genau. Mutter Angelika und Tochter Lisa, die 4. und 5. Fischer-Generation. Die alten Stühle hier. Gut, dass die ausrangiert wurden. Die haben ihre Zeit hinter sich gehabt. Die Fahne weht auch nicht mehr vom Turm. Der ist eingewachsen und von Kassel aus schon lange nicht mehr zu sehen. September. Der Herbst naht. Auf dem Dörnberg im Naturpark Habichtswald starten noch einmal die Segelflieger in den Himmel und ziehen ihre Kreise, solange die Thermik ausreicht. Wenn im Magerrasen dann die Enziane und Golddisteln blühen, dann ist der Sommer bald vorbei. Auch der seltene Lothringer Lein treibt letzte Blüten. Erste Frostnächte kündigen den Winter an. Die Freiluftsaison im Gasthaus Elfbuchen ist endgültig zu Ende. Die Gäste haben sich jetzt im Oktober doch lieber nach drinnen verzogen. Viele Bäume zeigen sich schon in buntem Herbstlaub. Stiller ist es geworden im hohen Habichtswald. Noch ein paar Tage, dann wird auch der Kletterwald schließen. Die Zeit der Wasserspiele ist seit Anfang Oktober schon vorbei. Auswärtige Besucher sind nun seltener. Manche Kasseler lieben diese Jahreszeit im Wald besonders. Es zieht sie hinaus zu den alten Buchen auf den Weiden der Sichelbachroute oder in die Kastanienallee, wo der Herbst gerade ein Feuerwerk der Farben entzündet hat. Aber noch ist die Saison nicht ganz vorbei. Gestern war Jagd im Habichtswald. Förster Arndt Kaufeld bringt Nachschub für den Waldladen. Hallo, grüß dich. Was hast du ein schönes mitgebracht? Ja, ein Herbstschweinchen. Ein Herbstschweinchen? Ja. Zeig doch mal. Oh, das sieht aber gut aus. Kann ich gut gebrauchen für den Waldladen. Wunderbar, schönes Küchenschwein, ne? Ja. Wer bei Renate Herbort im Waldladen Wild aus der Region einkauft, kann sicher sein, ein passendes Rezept wird gleich mitgeliefert. Dies Silberhaut brauchen Sie nicht abziehen. Die ritzen Sie einfach ein, wie bei einem normalen Braten, und braten das schön kräftig an.
dann ist das sehr lecker. Alle Produkte, die hier über den Tresen gehen, kommen sozusagen aus dem Wald hinterm Haus. Das Wild ist garantiert mit bleifreier Munition erlegt worden. Beides ist vielen Kunden wichtig. Also bei uns essen es die Kinder halt bei mir in der Familie gern. Wenn ich das so klein schneide, dann beim Essen denken sie an mich und es ist lecker. Schön. 62. Seit den Anfängen vor gut 10 Jahren steigen die Umsätze kontinuierlich. Jahr für Jahr konnte der Waldladen mehr Kunden dazugewinnen. Und noch einmal im alten Jahr stellen die Städter Ansprüche an ihren Habichtswald. Die allerletzte Ernte für dieses Jahr wird eingebracht. Noch einmal werden die Sägen angeworfen. Mitte Dezember sind Weihnachtsbäume natürlich auch in Kassel sehr gefragt. Die Waldarbeiter kümmern sich darum. Die heimische Fichte gehört zwar nicht mehr zu den Favoriten, aber einige setzen weiterhin auf Tradition. Der Weihnachtsbaummarkt an der Hessenschanze ist schon in vollem Gange. Die Waldarbeiter bringen Nachschub. So, nehmen wir den? Ja, würde ich sagen. Der ist super. Dazu vielleicht noch einen Weihnachtsstern? So ist es. 27 €. Wo bezahle ich den? Bei mir. Gut. Also Geld? Das hat echt nicht stimmt. Ja. Aber. Wunderbar, wir haben es geschafft. Ja. Sie suchen sich einen raus vorne? Machen wir. Alles klar, viel Spaß. Dankeschön. Mit Baum und Stern. Wir gucken mal. Freut sich ein Förster auf diesen Termin? Hier heute? Ja, auf jeden Fall. Das ist ja, eine nette Sache eigentlich immer. Ne? Die Leute sind gut drauf. Das ist so ein bisschen, die möchten gerne auch ein bisschen handeln. Das gehört irgendwie dazu. So das nette Gespräch. Gibt was zu essen, man ist versorgt. Man trifft die Kollegen. Wir sind ja sonst immer auch viel allein im Wald. Das ist eigentlich auch immer so ein Termin, was da auch Spaß macht. Ja. Auch Christoph Germeroth ist heute dabei und verkauft wie alle anderen Kollegen Weihnachtsbäume und Sterne an das Kasseler Publikum. Und? Ein ganzes Jahr im Wald und immer noch nicht genug davon? Genau, ich sehe das gleich. Klassischer Revierförsterberuf ist schon so mit mein Ziel und werde ich auch in Zukunft anstreben wollen. Das Praktikum bei Arndt Kaufeld hat also nichts an seinen Plänen geändert. Also erstmal muss ich dann Forstwirtschaft studieren an der Uni. Und wenn das vielleicht dann mal erfolgt ist, dann werden wir weitersehen. Genau. Einige suchen noch. Andere haben ihren Favoriten schon gefunden. Heute haben wir nur einen kleineren geholt. Den stellen wir auf ein kleines Höckerchen. Und was hat er gekostet? 27 €. Immer noch ein stolzer Preis, aber trotzdem schön. Für viele läutet dieser Tag die Feiertage ein. Und wie sieht's in der Revierförsterei aus? Ja, für mich ist es noch nicht der letzte. Wir haben schon noch ein bisschen was an Abschlussarbeiten zu erledigen. Also, aber klar, es ist irgendwie Ausklang. So geht das Jahr zu Ende im Habichtswald. Und noch einmal haben die Kasseler ihrem Hausberg etwas abgerungen, wenn auch nur ein kleines Tannenbäumchen für die Familie. Irgendwann blickt Herkules auf eine fröstelnde Stadt hinunter. Close your eyes and dream what's waiting underneath a Christmas tree. Eis und Schnee bringen endlich auch die Winterfreuden zurück. Vielleicht Zeit für lange Spaziergänge durch die verschneite Berglandschaft? Hold on Christmas night. Der Kletterwald jedenfalls muss warten. Dann startet auch wieder der Skizirkus und alles geht von vorne los im hohen Habichtswald. Christmas night.